Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute haben wir ein ganz besonderes Jubiläum. Wir haben extra deswegen auch ein ganz besonderes Auto für euch ausgewählt. Das ist eine Ikone des 20. Jahrhunderts, ein Jaguar E-Type 3,8. Ein ganz tolles Auto. Wir haben übrigens fast genau auf den Tag vor einem Jahr mit YouTube begonnen. Haben in der Zeit das genau 151 Filme gedreht und damit 4,5 Millionen Filmaufrufe, Leute, Menschen erreicht, die das toll fanden. Und deswegen machen wir das jetzt auch regelmäßig. Und das, was wir euch heute zeigen, ist dieser E-Type hier. Ein fantastisch restauriertes Auto, ein 3.8er aus dem Baujahr 1962, also 3,8 Liter mit 265 PS. Eigentlich der gesuchteste von allen, mal vom D-Type, seinem Vorgänger, abgesehen. Ja, jetzt fahren wir mal los. Das Wetter klart gerade so ein bisschen auf, es ist ziemlich frisch heute. Ich hätte mir erst eine normale Jacke angezogen, aber das ist so kalt, dass ich mich das nicht traue. Die letzten Tage haben wir noch 20 Grad gehabt, heute Morgen sind es 9 Grad. Aber das macht ja nichts, nur die Harten kommen in den Garten. Auch ohne Dach in E-Type muss man offen fahren und das machen wir jetzt. Ja, das ist ein Jaguar E-Type Serie 1, ein wirklich faszinierender Wagen. Enzo Ferrari, Chef von Ferrari, hat 1961 gesagt, das ist das schönste Auto der Welt. Das Auto steht im Modern Art Museum of New York, weil sie gesagt haben, so ein tolles Designelement gibt es überhaupt nicht wieder. Es gibt nur 2 Autos, einer davon ist der Serie 1 Roadster. Also ich sag mal, das Auto hat so eine knackige und wirklich sexy Form, das finde ich zumindest, dass es ein Wunder ist, dass der Wagen bis heute nicht teurer ist. Diese Autos werden ja mittlerweile in den USA, da ist das ja erkannt worden, zwischen 200.000 und 300.000 Euro gehandelt. Jetzt auch gerade die aktuellen Auktionen wieder. Aber unser Auto ist hier verhältnismäßig günstig, der kostet 169 und ist voll restauriert. Ich sage euch voraus, dass diese Autos hier noch ganz anders hochgehen werden im Preis. Und zwar, das hat einen Grund. Das Pendant zu diesem Wagen ist gewesen ein Aston Martin DB5, der hat damals 50.000 Euro D-Mark gekostet, dann ein 300 SL für 32.000 und dieser eben für 25.000. Und es sind aber dadurch, weil der schon so erfolgreich war, sind viele gebaut worden von dem Auto. Oh, Lukas macht das gut mit der Drohne. Super. Macht das ja richtig gut. Super, super. Das war ja klasse eben. Ja, also mein Sohn fliegt wieder Drohne. Samstags hat er ja immer schulfrei, da kann er das machen. Macht er mit einem Riesenspaß auch. So, und dadurch, dass 6.600 Fahrzeuge seinerzeit gebaut wurden, wohlgemerkt linksgelenkte, es gab dann noch 1.000 rechtsgelenkte, ist das Auto natürlich verhältnismäßig häufig gebaut worden. Aber die Fahrleistungen waren verglichen mit dem Ferrari 250 GTE oder mit dem DB5 oder mit dem 300 SL die gleichen. Und dafür hat man hier ein super Auto. Und aus meiner Sicht ist ein E-Serie 1 Roadster, wie dieser hier ist, von 1962 völlig unterbepreist. Die Autos müssten viel mehr bringen. Und ich glaube, dass das auch kommt. Die werden in Kürze sehr viel teurer werden. Und man sieht diese Entwicklung ja schon gerade in den USA. Das läuft ja schon. Und also ich kann nur jedem, was Fahrleistung angeht, was eine absolut aufregende Form betrifft, hier kann nur also jedem diesen tollen Wagen empfehlen. Das ist ein super Auto und vor allen Dingen so ein Serie 1, da geht er richtig nach vorn. Das Ding hat ja richtig Dampf. Ah, tolles Auto, der fährt richtig. Also ein richtig wunderschöner E-Type, den wir hier gerade bekommen haben. Der kommt ja aus dem Münchner Umland, der ist gar nicht weit weg. Und die Sonne kommt raus, wie schön, was ein Glück. Da kann ich die Jacke ja gleich wieder ausziehen. Also ein E-Type, Auto ist ja produziert worden in Coventry, kennt ihr sicherlich, die Stadt in England. Steht auch immer auf dem Jaguar-Logo. Das Jaguar-Logo könnt ihr hier vorne sehen, das ist das originale Holzlenkrad aus der Zeit. Das haben sie auch original belassen, das ist kein neues, das sieht man hier. Was ich aber toll finde, weil der Wagen ist ja ein Oldtimer, ein historisches Fahrzeug. Und man sieht dem Wagen an, dass er aus vielen originalen Details und wo ist denn Lukas, der hinter uns noch? Ja. Ach, der fliegt uns hinterher, super. Also wirklich besteht. Und ja, also mein erster Eindruck, den ich jetzt hier habe,
kann ich euch gleich sagen, das ist wirklich ein Auto, was im fantastischen Zustand ist. Übrigens, die Serie 1 könnt ihr unter anderem auch daran erkennen, dass hier alles Aluminium-Armaturenbrett hat. Der hat noch andere Schalter hier vorne, hier auch alles Aluminium. Auto ist ja Baujahr 62. Serie 1 wurde dann gebaut, also Serie 1 mit einer 3.8 Maschine wie dieser hier, bis 1964 und danach kam dann Serie 1 4,2 Liter, da haben sie die Maschine ein bisschen größer gemacht und dann aber leider gab es andere Vorschriften in Amerika, in den USA, dann haben sie die anderen Lampen gemacht, diese tollen Abdeckungen nicht mehr und das ist halt eben vom Preis ein Riesenunterschied und ich finde, dass die Autos auch nicht mehr so schön aussehen. Schade eigentlich drum, aber deswegen sind die gesuchten Jaguar genau die, die wir hier gerade haben im Moment. Das ist ein Serie 1, der richtig spannende Wagen. Ein E-Type in dunkelgrün, Cognac ist natürlich auch die klassische Farbkonstellation, finde ich wunderschön bei so einem Wagen. Ist halt eben dieses British Racing Green, ist ja weltbekannt, diese Farbe. Und wenn man sich überlegt, ein DB5, der kostet heute fast 1 Million Euro oder 300 SL kostet auch 1 Million oder ein bisschen mehr. Ein 250 GTE geht bis 500.000, das waren ja seinerzeit die Konkurrenten von diesem Wagen. Da ist das Auto hier ein absoluter Sonderangebot, zumal der genau das gleiche kann. Der fährt ja genauso schnell, der hat ja richtig Dampf, der hat einen super Sound und was dazu kommt, ein wunderschönes Design. Sonst wären die nicht in New York in diesem Museum und das muss man beim E-Type lassen. Tolles Auto, das ist ein richtiger Sportwagen. Oh, der fährt ja wirklich toll, der hat eine super Maschine, der Wagen. Motor ist gemacht, hat einen neuen Zylinderkopf bekommen, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Übrigens ganz interessant, das Auto ist immer bewegt worden. Also wir haben in der Historie nachlesen können, das haben es alle Besitzer gesagt, seitdem der Wagen bei Michael Groß in Berlin toll restauriert wurde, ist er 50.000 Kilometer bewegt worden und das ist eine ganze Menge. Das bedeutet, die Leute haben einen Haufen Spaß mit dem Auto gehabt, sind ihn immer gefahren und das kann man mit so einem E-Type, wenn er gut ist. Also das ist ein Auto, wenn er nicht gepflegt ist und da alle möglichen Leute dran rumgefummelt haben, kann man viel Stress mit dem englischen Auto haben. Aber wenn der in guten Händen war, und das ist hier der Fall gewesen, spüre ich jetzt auch sofort hier, dann hat man ein super Auto, aber so einen richtigen, reinrassigen englischen Sportwagen. Guck mal, wie der zieht, du, was der für einen Sound hat. Und vor allem, wie der losgeht. Toll. Tolles Auto. Übrigens hier, das Drehzahlmesser hier vorne, kurz zur Erklärung. Und das sind natürlich Meilen hier, das sind keine Kilometer. Aber wenn man sich vorstellt, der Wagen ist 240, 250 Spitze gelaufen. Das waren ja Wahnsinnswerte für die damalige Zeit. Stellt euch mal vor, das Auto ist fast 60 Jahre alt, fast so alt wie ich. Unglaublich. Ja, also mein erster Eindruck, den ich jetzt habe nach 3-4 Kilometern, Auto läuft erste Klasse. Also ich habe natürlich schon viele E-Types in meinem Leben verkauft. Und Problem ist dabei öfter mal, dass die Autos scheppern und wackeln und sonst was. Wenn die nicht in guter Pflege waren, ist das ein ganz, ganz großes Problem. Da seid ihr nur am Reparieren. Aber ich spüre, der ist immer gefahren worden. Der ist technisch in einem super Zustand. Der schaltet gut, der bremst erste Klasse. Im Übrigen wichtig, er hat Scheibenbremsen, 4 Stück. Die waren, als sie 1961 den Wagen in Genf vorgestellt haben, im März, waren sie absolut topmodern. War das einer der modernsten Autos, die es da damals zu dieser Zeit überhaupt gegeben hat. Und das spürt man hier auch. Also diese Maschine hat ja wirklich absolut eine tolle Leistung, spürt man. Muss natürlich immer so ein bisschen dran denken. Die Sicherheitsvorkehrungen, so Gurte und Kopfschütze und sowas hat er alles nicht. Also wenn man den fährt, schön vorsichtig fahren, weil einen Unfall darf man damit nicht haben. Also das ist ein richtiger, reinrassiger Sportwagen. Ihr hört auch diesen Sound, der hat ja einen super Sound, der Wagen. Klasse, also macht mir total Spaß. Das ist übrigens, es gab in den 50er Jahren die XK-Serie. Also Jaguar XK 120 ab 1950. Dann gab es den XK 140 und danach den XK 150 und als letzte den XK 150S. Und die Maschine, den S-Motor, da gab es nur 36 Autos von, der da damals so erfolgreich war, 1959 ungefähr, den haben sie hier reingebaut. Das ist die original alte 3,8 S-Maschine. Ich kann nur sagen, also losgehen tut das Ding hier wirklich. Also auch für heutige Verhältnisse hat das Auto richtig Kraft und richtig Power. Und das ist so ein richtiger Sportwagen aus den 60er Jahren. Ich komme ja aus der Zeit, da war ich damals ein kleiner Junge. Und da fand ich sowas irre. Also wenn da ein E-Type auf der Straße war, ich habe damals in Hamburg gewohnt, das war das Allergrößte überhaupt.
Es gab ja damals kaum E-Types in Deutschland, weil sich zu der Zeit die meisten Leute sowas gar nicht leisten konnten. Aber das ist ein Sportwagen. Schaut mal über die Haube, diese langgezogene Haube. Also auch das Gefühl, was man hier hat, diese edle, feine Scheibe, die gebogene Scheibe, der edle, feine Fensterrahmen und dann diese ellenlange Haube vorne, finde ich fantastisch. Und er geht, er hat richtig Power. Bremsen sind gut, da muss ich mal gucken, ja, Bremsen sind gut, Scheibenbremsen merkt man. Er zieht auch nicht nach links oder nach rechts. Also auch das alles technisch und im tollen Zustand. Das ist eine richtige Fahrmaschine hier. Also jemand, der einen Oldtimer haben möchte, der eine große Leistung haben möchte, der einen guten technischen Zustand haben möchte, auch sonst die Karosse ist ja alles toll gemacht. Da ist das hier genau das Richtige. Ein 3.8er und ich glaube übrigens auch Top-Geldanlage. Also wir verfolgen das ja immer, dass wir so wirklich im Thema sind, was Sache ist gerade. Spannendes Auto, vor allen Dingen wirtschaftlich auch. Also er fährt nicht nur gut, sondern ist auch wirtschaftlich interessant. Und ich finde, der Einstieg hier in so einer Summe oder mit so einer Summe knapp 170.000 ist voll okay für so einen Wagen. Bei dem, was er kann. Und man hat einen riesen Oldtimer. Gut, das Einzige muss man natürlich wissen, er hat hier kleine Schalensitze. Also das ist nichts für jemanden, der 2,10 Meter groß ist. Also so ab 1,90 wird das knapp. Und da hinten ist natürlich direkt das Verdeck hinter einem. Es ist ja ein Roadster. Hat auch kein gefüttertes Verdeck. Also viel mitnehmen ist in dem Auto nicht. Wir zeigen euch gleich mal, wie groß da der Kofferraum ist. Da passt nicht viel mit. Ich kann da zwar Reisegepäck mitnehmen für 2 Leute, aber das war's dann auch. Mehr geht nicht. So, mal gucken, wie er hier hochfährt. Also bisher muss ich sagen, bin ich echt begeistert von dem Wagen. Der läuft klasse. Das ist ein richtig toller Wagen. Hat auch ein schönes Drehmoment. Der hat ja fast 400 Newtonmeter. Er kommt schön von unten hoch. Das ist hier eine sehr steile Steigung. Aber guck mal hier. Wow. Toll. Macht Spaß. Ja, das ist Autofahren. Richtiger Sound, richtiger kerniger Motor. Kann ich mir bei Batterie nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber das ist ein richtiges Auto. Da macht Autofahren Spaß. Das ist das, was darunter zu verstehen ist. Jedenfalls für mich. Ne? Ich bin ja schon eine etwas ältere Generation, aber ich brauche das so. Ich muss das so haben. Drauftreten, toll kuppeln, schalten und ab geht's. Jetzt scheint auch die Sonne, guck mal hier. Der Herrgott meint's gut mit uns in Bayern. Aber wie gesagt, wir haben ja heute Jubiläum, machen die Filme heute 1 Jahr. Ich hätte ja nie gedacht vor einem Jahr, dass wir damit so einen Erfolg haben. Es macht auch einen riesen Spaß, das hat ja noch einen anderen Vorteil. Jedes Auto, was bei uns steht, bin ich gefahren, also jedenfalls fast jedes. Wir kommen nicht immer ganz mit, weil wir doch einen größeren Bestand haben. Aber mit den meisten kommen wir mit und es wird sich auch, das werdet ihr in Kürze erfahren, bei uns sowieso noch eine ganze Menge tun. Da gibt es eine riesen Überraschung bei uns. Ihr wisst ja, dass ich aus Hamburg komme und natürlich immer noch mit der Stadt verbunden bin. Und durch einen glücklichen Zufall ist mir da ein ganz toller Laden angeboten worden. Und ab 1.1. wird es Cargold auch in Hamburg geben. Dazu bald mehr. Beim nächsten Film, da werden wir auch jemanden vorstellen, der dann da auch mitmacht. Wir sind dann direkt am Flughafen. Wir haben den alten Bentley-Laden übernommen. Bentley, Bugatti, das kennt ihr ja. Früher mal Ferrari Satzer. Ab 1.1. geht es da oben los. Und da freue ich mich richtig drauf. Das heißt aber, hier in Bayern bleibt alles wie es ist. Wir machen auch weiter die Filme. Aber das gibt es dann halt eben zusätzlich in Hamburg auch noch. Und ich kann euch sagen, das wird richtig spannend. So, jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, was einen tollen E-Type wirklich ausmacht. Also einmal schaut euch diese tollen Felgen an. Chromspeichel. Ist schon lange drauf, aber immer gut gepflegt und dann sieht sowas so aus. Zentralverschlüsse hier, tolles Designelement. Man sieht hier, das blättert ab, weil es mit dem Hammer drauf geschlagen worden. Anders kriegst du die ja sonst nicht ab. Hat die richtigen Reifen drauf, kann man sehen. Pirelli, hinten auch Chromspeicher, wenn er da durchguckt. Könnt ihr die Scheibenbremsen sehen, die sehe ich jetzt eigentlich nicht. Moment. Die Hinterachse hat er die in der Mitte. Ach so, alles klar. Gut, vorne kann man sie ja sehen. Also nochmal an Michael Groß, der den Wagen restauriert hat, vor 30 Jahren immerhin. Guckt euch mal an, wie toll die das hier gearbeitet haben. Also das sitzt wirklich gut. Man merkt, da hat ein Meister dran gearbeitet, der wusste, was er tut. Auch die Haube ist oft beim E-Type ein Problem. Die sitzt perfekt bei dem Auto. Spaltmaß ist gut. Lackierung ist wirklich ordentlich und anständig. Hat ganz leichte Setzungen, aber das ist minimal. Und dadurch, dass das 30 Jahre alt ist und nirgends hochkommt oder so, kann man sagen, der Untergrund ist toll gemacht, das ist richtig behandelt worden. Man kann das Auto absolut so lassen. Ja,
Designelement, was das Auto natürlich wirklich klasse macht, das sind diese abgedeckten Lampen. Die hat es, glaube ich, gegeben, wenn ich das richtig weiß, bis 1966 und dann fingen sie an, 1967 in Amerika. Dann hat man die Front so ein bisschen verändert und da gab es die freistehenden Lampen. Da war nicht nur der CW-Wert kaputt, sondern auch diese wunderschöne Optik von dem Auto. Und eine Serie 1,5 heißt das dann, die ist auch deutlich weniger wert. Gut, das kann man nicht ändern, aber Serie 1 3,8 ist der wertvollste, der interessanteste und das Auto, was man wirklich auch sammeln kann. Das ist der bedeutendste von allen. Ja, vorne dieser tolle Lufteinlass. In der Mitte könnt ihr hier vorne sehen, Jaguar-Logo. Ist ein bisschen schade, dass die Marke Jaguar heute doch viel verloren hat. Also bedauere ich immer sehr. Die haben wir früher, bis zum Jahr 1975 sind die ja gebaut worden, die E-Types. Von 1961 bis 1975, die haben doch sehr verloren. Es gibt ja heute diesen F-Type. Wenn ihr euch den mal genau anguckt, das ist das aktuelle Auto, der aktuelle Sportwagen von Jaguar, der hat mit denen sehr viel zu tun. Das ist dem Auto wieder so ein bisschen abgekupfert oder nachempfunden worden, weil das war einfach ihre größte Zeit, als sie solche Autos gebaut haben. Das war einfach fantastisch. Ja, seht euch mal den Wagen an in bayerischer Landschaft. Heute Morgen etwas im Frühnebel, es reißt aber langsam auf, wie toll so ein Jaguar aussieht. Also weshalb dieser Wagen im Museum für Modern Art steht, als einer von zweien, kann man absolut verstehen. Ja, also kurz noch zur Erklärung, ihr habt ja diese ganz fein eleganten designten Rückleuchten, könnt ihr sehen, in Chrom gefasst. Hier auch die schönen Stoßstangen, halbseitig eine rechts, eine links und dann die Doppelrohr-Auspuffanlage mit diesem wahnsinnig tollen Sound. Hier hinten könnt ihr sehen, Motorraumdeckel auch ganz toll gemacht, hier liegt perfekt auf. Da ist übrigens der Zug, ja, wusste ich mal. Ja genau, hier geht es auf der Beifahrerseite. Oh ja, perfekt, hier ist der Kofferraum. Also da könnt ihr sehen, da sind noch ein paar Ersatzteile drin. Da passt natürlich nicht viel rein, da passt ein bisschen Reisegepäck rein für 2 Leute, mehr aber nicht, der ist sehr flach. Das ist natürlich diesem tollen Design geschuldet, weshalb dieses Auto so wunderschön ist. So, damit ist er wieder zu. Ja, wie öffnet man einen E-Type? Ganz bemerkenswert, der hat hier an der Seite diese Entriegelung, die könnt ihr hier vorne sehen. Diese Hebel, die müsst ihr nach oben tun, da. Geht nach oben und dann zieht man die raus. Das muss ich jetzt da drüben auch machen. Ist umständlich, aber schick gemacht. Funktioniert aber immer, weil das Interessante bei dem Auto ist, dass die gesamte Hälfte des Vorderwagens ist die Haube. Da klappt sich die... Moment, das muss ich hier noch lösen. So. Da klappt die gesamte Haube vorne vor. Schaut mal, das ist ein einziges Bauteil hier, die Haube. Da müsst ihr auch immer schön reingucken, ob die gut in Ordnung ist, weil die rosten nämlich da manchmal ganz gerne. Nicht aber bei unserem Wagen, da ist alles tipptopp in Schuss. 3 Vergaseranlage, 3,8 Liter. Der hat übrigens üblicherweise MOS-Getriebe, was im ersten Gang nicht synchronisiert ist. Unser hat das Nachfolgegetriebe vom 4.2, das schaltet sich perfekt. Das haben wir eben gerade gemerkt, keine weiteren Probleme. Hier Fahrgestellnummer, Typenschild, Coventry, England, da ist ja Jaguar beheimatet. Ja, ganz interessant übrigens, der Wagen, der hat vorne einen Gitterrohrrahmen. Schaut euch das mal an hier. Der gesamte Vorderteil vorne ist auf dem Gitterrohrrahmen. Da sitzt die Maschine drauf und auch die Haube und auch die Vorderachsen. Das ist Einzelradaufhängung. War damals topmodern 1961. Und da hinten ist dann praktisch die Fahrgastzelle. Aber auch das toll restauriert, alles in einem super Zustand. So gehört das. Ja, jetzt mache ich das mal wieder. Also schaut euch das mal an. Das ist eigentlich mal was ganz Besonderes. Also ich kenne kein Auto, was so aussieht. Jetzt geht er sogar von selber zu. Okay, so. Jetzt müssen wir wieder die Verriegelung reindrücken. Da ist er zu. Und drüben mache ich ihn zu. So. Ja, das ist unser E-Type. Also es ist einfach vom Designelement hier ist einfach ganz toll gelöst mit diesen Lichtabdeckungen. Schaut euch das mal an. Deswegen hat der Wagen also eine dermaßen, ja, ich finde, eine fantastische Form. Also der Wagen ist unverwechselbar, hat ein unverwechselbares Design und ist nicht umsonst zum schönsten Auto des 20. Jahrhunderts gekürt worden. Und das bedeutet ja wirklich was, vor allen Dingen, wenn ein Enzo Ferrari das auch noch bemerkt, weil Ferrari hat da zu der Zeit auch wirklich absolut faszinierende Autos gebaut. Ja, also was das Auto angeht, wer E-Type toll findet, ich finde E-Type toll, vor allen Dingen Serie 1 3,8. Der hat hier genau das richtige Auto. Der läuft erstklassig, der Wagen.
Der macht mir total Spaß, man sitzt da gut drin. Das funktioniert hier alles, haben wir gerade geguckt. Bremsen gehen gut, Schaltung funktioniert toll. Hat eine schöne Akte zum Auto, was alles gemacht wurde. Michael Groß hat hier eine tolle Arbeit gemacht, das könnt ihr ja sehen. Michael Groß Berlin, der ist in der Klassikremise in Berlin. Hat er seinen Betrieb schon seit Jahrzehnten, ich kenne ihn, macht einen tollen Job und es ist ein Großauto. Und danach ist er, weil er viel bewegt wurde, hat er nochmal einen 9-Zylinder-Kopf bekommen. Der ist auch jetzt gar nicht so lange her und das spürt man. Die Maschine hat eine tolle Leistung, der hängt super am Gas und der lässt sich wunderschön fahren. Und dann so diese ganzen Design-Elemente hier in dem Auto, also ich meine, hier ist übrigens, warte mal, ist das Heizung? Nee, wo ist denn Choke hier eigentlich? Nee, hier ist die Heizung, da ist der Choke, genau, so ist das gewesen bei dem Auto. Da vorne sind die ganzen, steht ja hier alles beschriftet, natürlich auf Englisch, ist natürlich in Englisch das Auto auch. Ist aber linksgelenkt, es gab 1000 Rechtsgelenkte. Übrigens ganz interessant, vor 4 Jahren haben wir so ein Auto hier aus erster Hand aus der Scheune gezogen am Tegernsee. Deutsches Ersthandauto im ersten Lack mit dem ersten Leder, war Silberleder rot. Einmaliges Auto, werde ich nicht vergessen. Und der ist auch gut gelaufen. Also wenn die Autos in guten Händen waren oder gut restauriert worden, bei einer namhaften Adresse, toll. Man darf natürlich eins nicht vergessen, altes Auto bleibt ein altes Auto. Es kann immer mal was kaputt gehen. Wir können auf sowas keine Garantie geben. Es geht einfach nicht, weil die Bauteile teilweise 60, 70 Jahre alt sind. Ihr müsst halt gucken, welche Historie hat ein Wagen, in welchen Händen war und dann bei einer Probefahrt. Deswegen machen wir ja für euch die Probefahrten, dass ihr merkt, ist ein gutes Auto. Also bei uns hat es auch schon Autos gegeben, wo wir abgebrochen haben, die der Besitzer zurückbekommen und gesagt haben, gebt ihn in die Werkstatt, bringt das und das und das in Ordnung. Und dann haben wir ihn wieder genommen. Da achte ich drauf. Also ich sag mal, wissentlich wird hier nichts verkauft, was nicht in Ordnung ist. Also das Auto hier klasse, absolut klasse. Und ich finde auch gerade gut, dass er nicht so einen ganz fabrikneuen Zustand hat. Das sieht dann manchmal so ein bisschen chemisch-plastisch aus, gefällt mir nicht so. Der ist bewegt worden, das sieht man dem Auto an, aber er hat keine Stellen. Also ich wüsste gar nicht, was ich jetzt an dem Wagen machen müsste. Fällt mir nichts so ein. So, hier haben wir eine richtige Steigung. Jetzt wollen wir mal gucken. Oh, guck mal hier, der zieht hier richtig hoch. Boah, ja, super. Hörst du den Sound? Toll, was? Oh, Motorrad. Geiles Auto. Also fahren tut der klasse, hat eine super Leistung. Wie gesagt, knapp 270 PS. Auto schafft es in 7 Sekunden auf 100 und läuft über 240 Spitze. Das war für 1961 echt eine Ansage. Da gab es ja kaum gute Autobahnen zu der Zeit. Ich weiß auch gar nicht, wo sie das in England eigentlich gefahren sind. Und der berühmte Vorgänger, wo sich das Auto draus entwickelt hat, ist ja der Jaguar D-Type gewesen. Ein Auto kostet heute über 10 Millionen Euro, damit sind sie Rennen gefahren, haben Wahnsinnserfolge gehabt mit dem D-Type und haben dann da, also anhand dieser Grundlage, den Wagen hier entwickelt. Daraus ist dann der E-Type gekommen. Hieß dann, also offizieller Sprachgebrauch war XKE, weil vorher gab es ja die XK-Serie. Und als der dann auf den Markt kam, hieß er XKE, aber ging in die Geschichte als Jaguar E-Type. So, müssen wir gucken, da oben stehen sie doch wieder, oder? Ja. Die Herren von der Polizei da oben. Ja. Na, ja, fahren wir mal schön langsam hier. Leider zu langsam gefahren, schade. Ne? Man muss natürlich aufpassen, weil der Wagen hat ja eine Viergangschaltung. Und wenn man da richtig drauf tritt, da kommt auch was. Also man kann mit dem Auto natürlich sehr, sehr schnell die Geschwindigkeitsbegrenzung reißen. Da müsst ihr aufpassen. Das Ding ist ja wirklich unglaublich schnell. Und man muss auch mit dem Fahrwerk ein bisschen vorsichtig sein. Das ist kein modernes Fahrwerk, der klebt nicht an der Straße, sondern man spürt, dass das eine ältere Konstruktion ist. Man muss halt aufmerksam fahren. Aber dann macht das Auto einen Riesenspaß, vor allen Dingen durch diese niedrige Kante hier sitzt man so toll in der Sonne. Also das Fahrgefühl, was es in E-Type gibt, das ist außergewöhnlich. Das machen andere Autos nicht so. Also man hat hier ein ganz eigenes E-Type Fahrgefühl, was ich klasse finde. Macht mir Spaß, ist etwas, was ich mag. Und dieser tolle Sechszylinder ist ja eine Sechszylindermaschine. Es gab übrigens 1972 bis 1975 dann noch den 12-Zylinder mit 5,3 Litern. Aber der war halt durch die andere Front nicht mehr so schön. Also hat mir nicht mehr so ganz gefallen, aber naja. Hatte aber fast noch mehr PS. Ich bin mit so einem Auto mal von Sylt nach Hause gefahren mit 300 PS. Das Ding geht ohne weiteres 200 und wenn der gut in Ordnung ist, macht ein 12-Zylinder auch richtig Spaß. Aber die Autos bekommt man deutlich günstiger. Die liegen so um 100, 120, je nach Zustand.
Aber dieser ist schon teurer. Es ist ganz besonders schönste Design, schönste Form. Das war der erste von 1961 bis 1964. Und das Auto haben wir hier gerade. Ja, da ist Beuerberg. Da wollen wir links abbiegen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit uns. Muss jetzt immer ein bisschen aufpassen hier. Unsere nächste Probefahrt ist schon wieder in Vorbereitung. Ihr wisst ja auch, dass es ab nächstem Jahr bei uns in Hamburg losgeht. Da werden wir wieder einen Bestand, wo wir jetzt so ungefähr 130 Fahrzeuge haben. Da werden wir nochmal 80 bis 100 Autos mehr haben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Da werde ich sehen, dass ich für euch die besten Autos besorge. Also wenn ihr was habt, auch da dann für unsere Eröffnung, ruft mich gerne an. 08036 70 04, die Hamburger Telefonnummer, die reiche ich danach. Die kriegen wir auch jetzt in Kürze. Geht die nächsten 8 Wochen los. Und ja, ich sage euch Tschüss, sagt bei Jan Hamburg, alles Gute, freue mich bis zum nächsten Film. Euer Stefan Luftschütz und ciao.